Man sagt ja, dass viele Wege nach Rom führen. Auf uns Lederhandwerker übertragen heißt das, wer mit einem Werkzeug nicht klarkommt, der nimmt halt ein anderes. Ein gutes Beispiel ist das Ausschärfen. Um auszuschärfen, gibt es eine Menge verschiedene Tools, den guten alten Halbmond oder auch die French Etcher. Letztere sind für spezielle Anwendungen gedacht, funktionieren aber auch prima, wenn es um das Ausschärfen von Lederkanten geht. Aber es gibt halt auch die Skiving oder Paring Knives, die Messer, die eigentlich für diese Arbeit entwickelt wurden bzw. sich im Laufe der Jahre als perfektes Werkzeug für diese Arbeit herauskristallisiert haben. Und um genau die geht's in diesem Video. Skiving bzw. Paring Knives sind dazu da, Leder auszudünnen bzw. zu spalten. Viele Anfänger haben Angst vor diesen Messern, eigentlich zu Unrecht. So schwer ist das Arbeiten mit ihnen auch nicht. Man muss halt auf ein paar Dinge achten, wenn man sich eines kauft. Aber da fangen für viele die Probleme schon an. Schaut man mal ins Internet, findet man unzählige von diesen Skiving Knives. Von billig bis teuer, von hübsch bis hässlich, von kannst du vergessen bis kannst du gebrauchen. Und alle sehen so unterschiedlich aus. Tun sie das? Finde ich eigentlich nicht. Sie haben zwar leichte Unterschiede in der Form, doch die Grundidee ist immer dieselbe. Eine lange Klinge, die flach am Leder angesetzt werden kann. Und da ist auch schon das Erste, was mir bei meiner Recherche aufgefallen ist. Nicht alles, was sich Skiving Knife nennt, ist tatsächlich auch ein Skiving Knife. Das hier zum Beispiel. Oft werden diese Messer in Online-Shops als Skiving Knife beworben und angeboten. Es handelt sich jedoch eigentlich um traditionelle japanische Ledermesser, mit denen man eine Menge toller Schnitte hinbekommt, aber ein echtes Skiving Knife ist das nicht. Sie besitzen zwar eine ähnliche Klinge, haben aber einen entscheidenden Nachteil. Und das ist für mich dieser Griff. Um in flachem Winkel schneiden zu können, müssen wir nah an das Leder heran. Und das geht mit solch einem dicken Griff eben nicht. Lass dich also nicht in die Irre führen, wenn du diese Messer als Skiving Knives angeboten siehst. Es gibt bessere Alternativen. Ich habe gesucht und gefunden, und zwar diese hier. Ja, ich liebe es, Pakete auszupacken. Das ist wie Weihnachten. Nur, dass ich mir meine Geschenke meist selber mache. Doch schauen wir uns die Messer mal genauer an. Sie werden geliefert in einer Holzschachtel, die man ohne weiteres auch als dauerhafte Aufbewahrungsmöglichkeit nutzen sollte. Schutz ist halt wichtig. Schutz deiner Hände vor unabsichtlichem Kontakt mit der Schneide und Schutz der Schneide, denn fällt das Messer mal runter, hast du echt eine Menge Arbeit, um sie wieder in Form zu bringen. Was fällt noch auf? Das Design. Das Messer hat einen Holzgriff, jedoch nur auf der Oberseite der Klinge. Das ist kein stilistischer Schnickschnack, sondern dient dazu, die Klinge auch tatsächlich flach führen zu können und trotzdem genug Halt zu haben. Dies hier ist, wenn man unbedingt einen Griff haben möchte, der perfekte Kompromiss aus Funktion und sexy Aussehen. Und dieses Aussehen erhält mein Messer eben durch den Griff. Desert Ironwood. Das nur für unsere Holzfetischisten unter uns mit zwei hübschen Ziernieten. Die Klinge selbst ist aus einem Messerstahl, der sich RWL 34 nennt. Unten gebürstet und die Schneide poliert. Die Klinge ist 3,4 mm dick. Schaut man von oben auf die Klinge, dann fällt der 60-Grad-Winkel auf. Es gibt das gute Stück für Links- und Rechtshänder und mit einer Klinge, die nicht abgewinkelt ist. Wer jetzt lieber ein Skiving Knife ohne Griff haben möchte, für den gibt es alternativ auch diese Variante. Auch ein wunderbares Werkzeug, das eine schöne handgeschmiedete Optik hat. Preislich unter dem gerade eben gezeigten. Die Klinge ist in diesem Fall aus Edelstahl und bei diesem Messer musst du auf die Aufbewahrungsbox verzichten. Doch mich hat eben dieses hier etwas mehr angesprochen. Das Auge arbeitet bei mir halt immer ein bisschen mit. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ach ja, mir wurde versichert, dass jede Klinge, bevor sie verschickt wird, per Hand geschliffen und auf Spiegelglanz poliert wird. Es gibt nicht mehr viele Fachhändler, die so einen Service bieten. Das Messer ist also sofort einsatzbereit, wenn du es auspackst. Und die Dinger sind echt gefährlich scharf. Probieren wir das Skiving Knife mal an unterschiedlichen Ledern aus. Ich teste es an einem einfachen Blankleder, einem Stück Büffelleder und dem Endgegner, einem butterweichen Stück chrom gegerbten Futterleder.
Irgendwann werde ich mal ein separates Video über unterschiedliche Schnitttechniken drehen. Das hier ist meine Art auszuschärfen. Entlang einer Linie und in einem flachen Winkel. Und ganz wichtig, auf einer glatten Unterlage. In diesem Fall meine Granitarbeitsplatte, aber eine Glasscheibe funktioniert auch. Was gar nicht geht, ist eine Gummiunterlage oder eine Schneidmatte. Die Klinge darf nicht hängen bleiben, sie muss gleiten. Was bringt uns die schärfste Klinge, wenn sie in der Unterlage hängen bleibt? Eigentlich ist das ganze Geheimnis beim Ausschärfen das Messer bzw. die Schärfe der Klinge. Aber wie ihr seht, gibt es mit keinem der Lederstücke Probleme. Selbst das weiche Napperleder lässt sich bis auf Papierstärke ausschärfen. Schon faszinierend, wie scharf die Teile sind und das, wie gesagt, direkt nach dem Auspacken. So ein Skiving oder Paring Knife ist schon toll und es steht auf der Liste der Werkzeuge, die man unbedingt haben sollte, ganz weit oben. Diese beiden Exemplare hier sind nicht nur höllescharf, sondern auch beide auf ihre Art eine absolute Schönheit, finde ich. Da es aber keine Skiving Knife Polizei gibt, kann dir niemand vorschreiben, für welche Art du dich entscheidest. Wie immer spielen hier die beiden Gs eine große Rolle. Geschmack und der Geldbeutel. Ich kann nur wiederholen, dass mich die Produkte von Leather Artisan Lab noch nie enttäuscht haben, sonst würde ich sie hier nicht empfehlen. Zum Schluss noch eins. Das hier gezeigte Skiving Knife könnt ihr nicht nur bei Leather Artisan Lab bestellen, sondern auch hier in Deutschland bei Leder Detmar in Hamburg. Ruft einfach an und fragt, ob sie gerade auf Lager sind. Die Kontaktdaten findet ihr im Infotext unter diesem Video. Im Infotext findet ihr auch einen Link zu meiner Webseite. Dort findet ihr viele weitere Tipps und Tricks. Außerdem gibt es einen Marktplatz, auf dem ich alle Kaufempfehlungen zusammengetragen habe. Wenn ihr also auf der Suche nach gutem Lederwerkzeug seid, findet ihr dort eine Menge Empfehlungen von mir. Wenn euch meine Art der Werkzeugkunde gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Teilt dieses Video, lasst ein Like da und falls noch nicht passiert, abonniert diesen Kanal oder ruft es einfach in die Welt hinaus. Ich freue mich über jede Art der Unterstützung. So, das wäre es eigentlich schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sage Tschüss. Bis bald.